Yo, 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 Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, der Wheeler Dealer. Ich kaufe kaputte Autos, die ich dann repariere, um sie mit Gewinn wieder zu verkaufen. Wir haben diesen Skoda Fabia Kombi gekauft. Um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, machen wir aus der ganzen Sache eine Trade-Up-Reihe. Und zwar ein Porsche Trade-Up. Das heißt, vom Kombi zum Porsche. Wir fangen an mit diesem Skoda. Unser Budget waren hier 2.500 Euro. Bezahlt haben wir 2.250. Der hat auch schon TÜV. Wir gucken, ob noch irgendwas zu machen ist. Stecken ein paar Mark noch rein, machen einen komplett neuen Service und dann versuchen wir das Ding an den Mann zu bringen mit Gewinn. Und von dem Gewinn kaufen wir wieder ein neues Auto und das machen wir so lange, bis wir uns einen Porsche leisten können. Wie wir das machen, zeigen wir euch in diesem Video. Anfangen werden wir das Ganze mit diesem Skoda Fabia Kombi. Den haben wir günstig geschossen. Der hat neuen TÜV schon. Ich habe dafür bezahlt 2.200 Euro. Die stehen im Netz so um die 3,5 bis 3,8. Baujahr 2008. 111.000 runter. Wie gesagt, der hat schon neuen TÜV. Wir werden euch mitnehmen auf die Reise. Welche Schwierigkeiten dabei auftreten, werden wir euch zeigen. Natürlich ist das jetzt kein Neuwagen, ja, der hat hier so ein paar kleine Stellen auch, hier so ein paar Kratzer, das bleibt natürlich nicht aus. Hier so um den Türgriff drumherum ein paar kleine Kratzer. Hier hinten an der Stoßstange ist eine Spur, das war glaube ich das Fahrzeug von der Frau. Wir haben auch noch einen Satz Sommerreifen dazu bekommen. Hier hat er eine kleine Beule. Ja, nichts Wildes auf jeden Fall. Von innen ist er ein bisschen dreckig, da werden wir den noch sauber machen. Die Sitze nochmal mit dem Nasssauger absaugen. Was er auf jeden Fall braucht, ist ein Service. Der letzte Ölwechsel war vor 2 Jahren. Wir machen hier einen Komplettservice. Ne? Bei uns kriegt jedes Auto einen Komplettservice. Und dann werden wir den schön aufbereiten. Und dann ins Netz stellen. Und dann gucken wir mal, dass wir was dran verdienen. Dass wir uns möglichst zeitnah, vielleicht sogar dieses Jahr noch, das wäre natürlich eine geile Sache, einen Porsche kaufen können. Unser Budget hier für die ganze Sache waren 2.500 Euro. Das habe ich mir so als Budget genommen. Wie gesagt, der stand drin für 2,5. Bezahlt haben wir 2,2. Ich denke, das ist ein ganz guter Kurs für so einen Kombi mit frischem TÜV. Das Geld, was wir daran verdienen, werden wir wieder investieren in ein neues Auto. Oder vielleicht 2, je nachdem, wie viel wir dran verdienen. Müssen wir mal gucken. Wir wollen natürlich nicht so alte Autos kaufen. Und das investieren wir dann wieder. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Marge, um eventuelle Reparaturen oder 1, 2 Sachen, die wir noch machen müssen, in das Auto zu investieren, damit wir es natürlich mit Gewinn verkaufen können. Soll immer schön Taco sein, alles supi-dupi. Ja, genau. Wie gesagt, das ganze Geld werden wir dann wieder investieren in das nächste Auto. Und alles, was wir nicht verbrauchen im Einkauf oder für Ersatzteile, werden wir an die Seite legen, sodass wir unser Porsche-Polster, nenne ich es mal, schön dick und fett machen können. Wir müssen ja Bremse neu machen, das bringt nichts. Ich habe extra ein Auto mit früher TÜV gekauft, das so eine Scheiße nicht mag hier. Gibt's einfach nicht, Alter. Das gibt's einfach nicht. Extra ein Auto mit frischem TÜV gekauft. Und jetzt ist hier hinten die Bremse fest. Ja? Festgegammelt. Trommel ging natürlich nicht ab. Guckt euch mal hier den Belag an, wie der aussieht. Hier drüben auf der Seite auch. Komplett fertig. Ne? Trommel ging natürlich nicht ab, weil auch ein dicker Grat dran war. Ist wahrscheinlich noch die erste Bremse drin hier. Und es ist uns hier oben, sind so eine Plättchen drin mit so einer Nase. Die sind jetzt natürlich hier krumm und kaputt. Also brauchen wir einen neuen Radbremszylinder. Der Kolben ist auch rausgeplumpst, deswegen ist hier alles nass. Wir müssen jetzt eine neue Bremse bestellen. Und dann knallen wir da rein, rechts und links. Und dann ist das wieder Taco, ne? Also bestes Beispiel dafür, dass ein Auto mit frischem TÜV auch nicht immer 100%ig sein muss. Ne? Die Ersatzteile sind auch gerade schon angekommen. Hier einmal neue Bremstrommeln. Hier so ein Service-Kit mit Federn. Luftfilter, Innenraumfilter, Ölfilter. Neue Zündkerzen. Der eine Radbremszylinder hinten rechts. Den hat es ja zerlegt. Und Bremsbacken. Das Ganze bauen wir jetzt ein. Ja, Bremse hinten neu und ein Service komplett.
und dann können wir das Ding ins Netz stellen. Hier ist dieser kleine Keil, ja, hier unten mit der Feder dran. Der sitzt hier oben einfach nur in so einem Loch drin und wird nach oben breiter. Und wenn die Bremse sich abnutzt, wird er von der Feder runtergezogen und dann drückt sich der Belag quasi nach außen. Dadurch, dass der Keil ja keilförmig ist. Und so stellt sich die Handbremse quasi von alleine nach. Ja. Schön ein bisschen ausrichten hier mittig, dass die Trommel drauf passt. So, wir entlüften jetzt hier nochmal hinten rechts die Bremse, weil da haben wir ja den Radbremszylinder neu gemacht. Im gleichen Zuge werden wir ringsrum Bremsflüssigkeit erneuern. Weil die sowieso schon ziemlich alt ist lange nicht gemacht worden. Der kriegt einen Komplettservice. Das machen wir jetzt an allen 4 Rädern. Und dann machen wir noch Luftfilter, Beulenfilter, Ölwechsel und Zündkerzen. Und dann ist das wieder Taco. Wir mussten hier im Innenraum die Handbremse ein bisschen lösen, weil die wahrscheinlich mal einer nachgestellt hat, die Schraube dafür. Am Seil unten, also das Gewinde war komplett ausgenutzt bis zum Ende. Die haben wir ein bisschen gelöst, damit wir das hinterher vernünftig einstellen können. Wir haben auch die Bremstrommel nicht richtig drauf gekriegt. Wie gesagt, deswegen haben wir das gelöst. Ja, Bremsflüssigkeit an allen 4 Rädern. Wechseln wir jetzt noch. Und wie gesagt, den Komplettservice und danach putzen. Und dann stellen wir das Ding ins Netz. Hier im Hintergrund ist der Nachbar gerade die Hecke am Schneiden. Deswegen sorry für die Geräusche. Guck mal hier. Du kannst nicht spritzen, wenn es direkt in den Filter reinläuft. Krasser Typ, oder? Jetzt läuft es aber auf den Filter. Passt die Nuss nicht! Neuer Ölfilter. Ist ja schon ein Weilchen her, ne? Letzte Ölwechsel war Anfang 24. Ich empfehle bei Steuerkettenmotoren einmal im Jahr Ölwechsel. Long Life ist scheiße. Long Life müsste eigentlich Short Life heißen, weil für den Motor ist es nämlich nicht gut. Das sieht doch einfach nur scheiße aus hier. Ich das sehe, ne? Sieh es mal an hier. Die Dichtfläche, wie die aussieht hier. 5 verschiedene Farben, Rost. So, kleiner Tipp. Mir ist das hier ein bisschen zu riskant. Ich glaube, dass es wahrscheinlich nicht dicht wird. Bei den Stahlölwannen ist es auch immer problematisch, wenn man die Ablassschrauben zu fest anzieht, dass die Dichtfläche sich nach innen wölbt und dann wird der ganze Kram nicht mehr dicht. Da muss man eine Dichtmasse verwenden oder im Zweifelsfall eine neue Ölwanne anbauen. Was ich immer gerne mache und was am einfachsten ist, ich nehme hier so eine Ford-Schraube, die hat einen Gummiring, ne? Die ist ungefähr genauso lang, hat das gleiche Gewinde, die schraube ich einfach da rein und dann wird die Scheiße auf dicht. So, funktioniert auf jeden Fall. So, dann füllen wir noch ein bisschen Öl auf. 3,2 Liter kriegt der. 5,30. So, Deckel drauf. So, jetzt wechseln wir die Zündkerzen noch schnell. Ich diese scheiß Plastik hier abkriege. Dass die Kabel immer so kurz bauen müssen hier. Elektriker haben kurz in der Hose. Verstehe ich auch nicht, warum man den Stecker-Release nicht. Das hätte man schöner lösen können hier.
Ich rieche mich ja jetzt nicht auf. Ich kriege ja wieder hohen Blutdruck. Ich setze die jetzt erstmal hier per Hand an und dann steht es meistens auf der Verpackung. Die kriegen 25 bis 30 Newtonmeter, manchmal steht auch ein Drehwinkel drauf. Einmal schön drücken, sodass es einmal klickt. Ne? Dann weiß es ist fest. Zack. So, und schon haben wir neue Zündkerzen. Jetzt sind noch die Relikte von alten Ölwechseln. Die machen wir noch ab. Das reinste Sammelsurium antreten hier. So, dann wechseln wir den Luftfilter noch. Sieht noch gar nicht so alt aus, aber kostet nicht viel, deswegen machen wir die neu. Im Serviceheft steht jedenfalls nichts. Deckel wieder drauf. Zack. So, dann starten wir den Wagen einmal, damit wir den Ölstand prüfen können. Einmal kurz laufen lassen, damit der Filter voll läuft. So, kurz vor Maximum, ne? Perfekt, man sagt immer so 3/4 voll. Letztlich ist es egal, muss zwischen Minimum und Maximum sein. Aber wir wollen natürlich nicht, dass es vor Minimum ist, kurz. Ne? Dann ist nicht so schön. Deswegen ungefähr so 3/4 voll. Ist immer gut, oder die Hälfte. So, dann haben wir eigentlich unseren Service soweit fertig. Jetzt machen wir noch den Innenraumfilter. Der sitzt unterm Handschuhfach. Und dann ist eigentlich der Wagen fertig. So, wenn ihr einen qualitativ hochwertigen Innenraumfilter habt, Mahle, Bosch, ich glaube bei Mann müsste das auch sein, ist auf jeden Fall immer eine Beschreibung mit drin. Bei Mahle ist es oft so, dass die hier auf der Innenseite von der Verpackung aufgedruckt ist. Dann müsst ihr die Verpackung einmal aufmachen. Hier ist so ein Zettel mit dabei. Da wird euch gezeigt, wo das Ding sitzt. Ne? Audi A2, Skoda Fabia, hier links unterm Handschuhfach. Da gucken wir jetzt einmal nach. Habt ihr hier so ein Styropor-Ding. Das macht er raus. Ein bisschen friemelig, die ganze Sache. So, dann schiebt er das Ganze wieder in den Schacht rein. Zack. So, und fertig. Und schon habt ihr den Pollenfilter gewechselt. So, das war's mit unserem Service. Jetzt ist das Auto eigentlich ready. Wir werden den noch putzen schön. Heute nicht mehr, es ist schon spät. Morgen putzen wir den noch richtig schön. Dann machen wir Bilder und dann geht er ab ins Netz. Wir sind jetzt fertig mit Putzen. Es ist schon krass, was man alles mit so ein paar Mark in der Waschstraße und einer vernünftigen Innenraumreinigung machen kann. Von außen ist er sauber. Ich meine, hat überall ein paar Kratzer, ne? Aber hier von innen einmal alles schön abgewischt, die Scheiben gemacht, neue Fußmatten, immer ganz wichtig. Der erste Eindruck
Muss immer gut sein. Hier auch. Hier einmal schön alles abwischen. Scheiben alle geputzt. Hier alles, was Plastik ist. Einmal schön übergewischt mit Cockpitreiniger. Ja, wir stellen das Ding jetzt ins Netz für 3,8, 3,5, weiß ich noch nicht genau. Ich muss mal gucken, was die anderen Werte sind. Das war da ungefähr von den Händlern so an der untersten Grenze sind mit, dass da nicht zu viele Anzeigen sind. Ne? Wir wollen das Auto natürlich schnell verkaufen. Ja, stellen ins Netz und dann gucken wir mal, wie lange es dauert, bis er weg ist. So Leute, mittlerweile sind 3 Wochen vergangen. Wir haben den Skoda verkauft für 3.699 €. Eine kleine Kostenaufstellung blende ich euch ein und dann gucken wir mal, was hängen geblieben ist. Gekauft haben wir den Skoda für 2.250 €. Investiert haben wir für die Bremse hinten 86,88 €. Für den Service komplett inklusive Öl 48,96 €. 1 Liter Bremsflüssigkeit 4,79 €. Das Waschen des Autos hat uns 10 € gekostet. Verkauft haben wir den Skoda für 3.699 €. Eingenommen haben wir 1.298,37 € minus 19% Umsatzsteuer. Bleibt ein Gewinn von 1.091,06 €. Also Leute, wir hatten ein Budget von 2.500 €. Ausgegeben haben wir für dieses Auto komplett 2.400 € und ja, 63 Cent, ein paar zerquetschte. Heißt, wir haben noch 100 € übrig gehabt von unserem Budget. Eingenommen haben wir mit dem Auto 3.700 € plus die 100 €, die vom Budget noch übrig waren, sind 3.800 €, die wir jetzt in unserem Porsche-Pod haben. Dafür kaufen wir wieder ein neues Auto oder vielleicht sogar 2 und diese versuchen wir dann wieder mit Gewinn an den Mann zu bringen. Denkt dran, wir haben gerade das Gewinnspiel für das kleine Ölwechselkit am Laufen. Das geht jetzt noch eine Woche. Dafür in dem letzten Video von dem BMW, also das von letzte Woche, einmal kommentieren, den Kanal abonnieren und das Video liken und dann seid ihr im Spiel. Den Gewinner werden wir im nächsten Video bekannt geben. Wenn euch der ganze Scheiß gefallen hat und ihr sehen wollt, wie es weitergeht mit dem Porsche Trade-Up und ob wir wirklich irgendwann unseren Porsche haben werden, dann liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Video, euer Wheeler Dealer.